Warum klingt das alles so kalt? Weil jemand von uns realistisch bleiben muss. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist eine unglaublich schwere Entscheidung. Hab keine Angst. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich liebe dich. Ich würde dich niemals in die falsche Richtung führen. Ich weiß. Aber bitte gib mir etwas Zeit, Klaus. Nimm dir die Zeit. Aber warte nicht zu lange. Manche Türen gehen nur einmal auf Sarah. Guten Morgen, Herr Müller. Guten Morgen, Sarah. Hast du über das nachgedacht, worüber wir gesprochen haben? Ja, ich habe sorgfältig darüber nachgedacht. Und? Wie hast du dich entschieden? Ich werde Pedro heiraten. Das ist eine große Entscheidung. Ich respektiere das. Aber vergessen Sie Ihr Versprechen nicht. Bitte helfen Sie meiner Mutter. Sie braucht ihre Medikamente. Und helfen Sie bitte auch meiner Schwester. Sie möchte aufs College gehen. Ich werde mich um beide kümmern. Das verspreche ich dir. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein. Ich liebe Pedro nicht. Aber ich tue das für meine Familie. Pedro braucht keine Liebe wie andere Menschen. Er braucht Fürsorge. Er braucht einen Menschen, der sein Leben mit ihm teilt. Und ich weiß, dass du genau dieser Mensch sein wirst. Danke, Herr Müller, dass Sie meine Situation verstehen. Du tust etwas sehr Mutiges. Du bist ein starkes Mädchen, Sarah. Ich hoffe, ich treffe die richtige Entscheidung. Mama, Lina, können wir kurz reden? Natürlich, mein Kind. Ich muss euch etwas Wichtiges sagen. Mein Chef, Herr Müller, hat mich gebeten, seinen Sohn zu heiraten. Ich habe ja gesagt. Du wirst in eine reiche Familie einheiraten. Du wirst ein besseres Leben haben. Ich freue mich so für dich. Ich weiß, wie viel Geld du für meine Medikamente ausgibst. Und auch Linas Studiengebühren bezahlst du. Wir wollen dir nicht länger zur Last fallen. Ihr seid mir doch keine Last, Mama. Ihr seid alles für mich. Ich freue mich so für die Schwesterherz. Danke, Lina. Ich bin stolz auf dich, Sarah. Gott segne dich. Pedro, ich habe gute Nachrichten. Sarah hat zugestimmt, dich zu heiraten. Wow. Vielen Dank, Papa. Sarah ist meine beste Freundin. Ich habe ihr einen Teddy geschenkt. Bleibt sie jetzt für immer bei mir? Ja. Sie wird von jetzt an hier wohnen. Dann schauen wir zusammen Cartoons, spielen Spiele und gehen gemeinsam ins Einkaufszentrum. Sie wird sich um dich kümmern. Also, mach ihr keine Schwierigkeiten. Ich möchte, dass du ein braver Junge bist. Ich bin doch brav, Papa. Sarah hat gesagt, ich bin ein lieber Junge. Sehr gut. Komm, wir kaufen dir jetzt einen schönen Anzug. Den wirst du an deinem Hochzeitstag tragen. Was ist eine Hochzeit, Papa? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, dir alles zu erklären. Mach einfach, was ich dir sage. Komm. Klaus. Ich habe ja gesagt. Ich werde Pedro heiraten. Großartig. Jetzt wirst du reich. Und bald werden wir beide reich sein. Ich muss dir etwas sagen. Wir können keine Beziehung mehr führen. Warum? Liebst du diesen Idioten Pedro etwa? Nein. Aber ich will ihn nicht betrügen. Er wird mein Mann sein. Dein Mann? Dieser Trottel soll dein Mann sein? Das ist doch lächerlich.
Du liebst mich, Sarah. Ja, wir waren zusammen. Aber das ist jetzt vorbei. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Was ist bloß mit ihr los? Ich muss jetzt hinter ihr stehen. Später werde ich sie um Geld bitten. Ich muss klug vorgehen. Ich darf sie nicht gegen mich aufbringen. Woran denkst du? Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Natürlich. Ich verstehe dich vollkommen. Ich respektiere deine Entscheidung. Du musst Pedro treu sein. Ich weiß, dass du das alles nur für deine Familie tust. Du bist eine Heldin, Sarah. Danke, dass du das verstehst, Klaus. Aber bevor du gehst, möchte ich dich um etwas bitten. Worum denn? Falls ich irgendwann Hilfe brauche, hilfst du mir dann? Natürlich. Als Freund werde ich dir helfen. Auf Wiedersehen, Klaus. Mach's gut, Sarah. Du wirst mir helfen, meine Liebe. Du wirst mir das Geld deines Chefs beschaffen. Mein Plan steht längst fest. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich bin so froh, dich heute als Bräutigam gesehen zu haben, Pedro. Und du, Sarah, bist ein gutherziges Mädchen und verdienst alles Glück. Vielen Dank, Herr. Sarah, ab heute kannst du mich Papa nennen. Nun, Papa. Das ist eine große Ehre für mich. Papa. Bleibt Sarah jetzt für immer hier? Ja. Aber behandle sie gut. Sie ist deine Frau und nicht deine Dienerin. Okay, Papa. Ich werde sie wie meine beste Freundin behandeln. Sarah, wo ist deine Familie? Meine Mutter ist krank. Deshalb konnte sie nicht kommen. Meine Schwester ist unterwegs. Sie kommt aber sicher gleich. Sonst ist niemand aus deiner Familie da? Nein, Papa. Es gibt keine weiteren Mitglieder meiner Familie. Du hast mich wohl vergessen, Sarah. Wer sind Sie? Sarah. Soll ich Ihnen sagen, wer ich bin? Du hast mich wohl vergessen. Wer ist das, Sarah? Er ist? Ich bin Klaus. Ich bin Ihr Cousin. Ich lebe in Italien. Als ich von der Hochzeit erfahren habe, bin ich sofort gekommen. Herzlich willkommen, Klaus. Genießen Sie die Feier. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich um die anderen Gäste kümmern. Natürlich, Herr. Sie können gehen und Ihre Gäste empfangen. Herzlichen Glückwunsch, Pedro und Sarah. Danke, Klaus. Probier unbedingt die Hochzeitstorte. Sie schmeckt hervorragend. Natürlich werde ich die Torte essen. Warum bist du hier, Klaus? Ich wollte euch nur gratulieren. Mehr nicht. Sarah, meine Schwester. Lina. Wo warst du denn? Du hast so viel verzögert. Sarah, ich muss mit dir reden. Warum hast du das gemacht, Sarah? Warum hast du dein Leben für uns geopfert? Dein Mann ist. Ich weiß. Aber ich habe es auch für ihn getan. Er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Er ist ein unglaublich lieber und gutherziger Mensch. Aber er ist nicht wie andere Männer. Du hast das alles nur für uns getan, damit wir ein besseres Leben haben. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin jetzt verheiratet. Das ist mein Leben. Ich habe mein Schicksal akzeptiert. Aber was ist, wenn Mama die Wahrheit erfährt? Nein, Lina. Mama darf das niemals erfahren. Wenn sie es herausfindet, wird sie daran zerbrechen. Sie würde das niemals verstehen. Versprich mir, dass du ihr nichts sagst.
Ich verspreche, ich werde meiner Mutter nichts davon erzählen. Sarah. Jetzt kenne ich deinen wunden Punkt. Ich werde dich finanziell maximal ausbeuten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.